Eine geheime Basis tief unter dem ewigen Eis. Die Basis 211 des Dritten Reiches. An diesem unwirtlichen Ort soll eine streng geheime Station errichtet worden sein. Bereits 1943 hat Karl Dönitz die ersten Andeutungen vor Soldaten der Kriegsmarine getätigt. Er bezog sich auf einen Ort, der zuvor von Deutschland erschlossen worden war. An diesem Ort soll sich Hoch- und Höchsttechnologie befinden. Die sogenannten Reichsflugscheiben. Diese Fluggeräte mit nie dagewesenen Flugeigenschaften bewachen diese geheime Station. Zum Ende des Krieges gelang es Wissenschaftlern und hochrangigen Offizieren mittels U-Booten zu diesen Stationen zu fliehen. Doch auch weitere geheime Basen soll es geben. So fliehen weitere U-Boote nach Südamerika. Dort, tief unter den Anden, soll sich ebenfalls ein gigantisches Höhlensystem befinden, welches teilweise ausgebaut worden war, um als Forschungsstation und zur Produktion von geheimer Technologie genutzt zu werden. 3 Offiziere erhielten den Auftrag, sich von einem U-Boot an die Küste bringen zu lassen. Von dort aus sollten sie sich zu dieser unterirdischen Station durchschlagen. In der Station angekommen, trauten sie ihren Augen nicht. Modernste Technologie, neueste Waffen und riesige unterirdische Hangars erwarten die jungen Offiziere. Doch dann erreichte die Männer eine beunruhigende Nachricht. Die US Navy setzte eine ganze Flotte in Marsch, um die geheime Station in der Antarktis aufzuspüren, anzugreifen und zu vernichten. Alle Kräfte werden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Doch kann die Station sich erfolgreich verteidigen? Was sich während dieser Absetzbewegung zugetragen hat, schildert ein hochrangiger Offizier. Was er erzählt, lässt die Geschichte des Zweiten Weltkrieges in einem neuen Licht erscheinen. Teils mit erschreckender Übereinstimmung zu bekannten Ereignissen kurz vor Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg. Fiktion oder bittere Realität. Die Basis 211, Neuschwabenland, Antarktis. Was werden unsere Aufgaben sein, will einer der Hauptleute wissen. Aktuell haben sie eine höhere Aufgabe zu einem späteren Zeitpunkt und bis dahin werden sie hier im Nachrichtenwesen eingesetzt. Jawohl, knallten die 3 Offiziere dem Chef entgegen. Da die Alliierten bereits viele Spezialisten von uns erbeutet haben, wie zum Beispiel Raketentechniker und Kernphysiker, ist es für uns nur schwierig, diese Verluste aufzufangen. Sie werden daher Aufgaben erhalten, wo sie bisheriges Wissen einbringen können. Die 3 Offiziere befinden sich tief unter der Erde in einem weitläufigen Höhlensystem. Diese streng geheime Station trägt den Namen Andenstützpunkt. Sie erhalten ihre neuen Aufgabenbereiche. Dazu sind sie bei einem technischen Leiter der Forschung und Entwicklung. Meine Herren, kommen Sie rein und nehmen Sie Platz. Lassen Sie uns zunächst ein paar wichtige Fragen klären. Wir haben den Kontakt zu wichtigen Wissenschaftlern verloren. Vielleicht können Sie zweckdienliche Informationen geben, die Sie auf Ihrer langen Reise erhalten haben. Ende des letzten Jahres verlor sich die Spur von unserem Flugscheibenkonstrukteur Schriever samt seiner Familie. Sein letzter Aufenthaltsort war Bremen. Wissen Sie, was mit ihm passierte oder wer ihn erbeutete? Davon hörten wir, aber wissen nicht, in welcher Hand er sich befindet. Nun gut, die Sowjets sollen angeblich Pläne für unsere V7-Konstruktion erbeutet haben. Können Sie dazu Aussagen treffen? Das hörten wir auch. Doch laut einem Verbindungsoffizier waren es nur kleine Teile der gesamten Konstruktion, mit dem die Sowjets nichts anfangen bzw. deuten konnten. Ob sie diese Pläne bereits entschlüsselt haben, ist fraglich. Das ist schon mal ein Anfang. Bis jetzt ist die V7 konkurrenzlos, sprich, kein Sieger hat bis jetzt etwas Vergleichbares konstruieren können. Noch nicht. Und deswegen sind wir den Alliierten um Längen voraus. Ein Teil unseres Nachschubs wird mit solch einer Flugapparatur beschafft, doch da die Amerikaner verstärkt nach uns suchen, haben wir uns bedeckt gehalten. Sie hörten von der Invasion auf unseren Punkt im Eis. Ja, das haben wir erläutert bekommen. Wir hörten, dass wir gut vorbereitet sind und wir die Yanks bereits erwarten. Richtig, neueste Forschung wurden hastig, aber vorsichtig zur Serienreife gebracht und Personal wird zur Stunde ausgebildet. Unsere Soldaten lernen, wie man diese neue Waffe effektiv einsetzt. Ich möchte ihnen nicht gegenüberstehen, denn wir sind weit überlegen. Was sind unsere Aufgaben hier? Fragte ein Offizier neugierig. Ja, Ihre Aufgaben, meine Herren. Sie werden der Abteilung für Forschung zugewiesen. Wir haben den Bereich Waffen, Fluggeräte und Antrieb für Sie. Das sollte Ihren Kenntnissen entsprechen. Sie werden nach diesem Gespräch in diese Abteilung eingewiesen und erhalten da genaue Anweisungen, wie Ihr Dienst hier abläuft. Zudem, da Sie bereits Erfahrungen im Nachrichtenwesen erlangt haben, erhalten Sie auch dort eine weitere Aufgabe. Dazu wird die Nachrichtenabteilung Sie zu gegebener Zeit kontaktieren. Ein höchst sensibler Bereich, den nur wenige handverlesene Dienstgrade bekleiden dürfen. Meine Herren, Sie gehören dazu.
Seien Sie stolz auf sich. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit an Ihre Vorgesetzte. Zögern Sie nicht, da wir nur ans Ziel kommen, wenn jeder zu jeder Zeit genau weiß, was er zu tun hat. Meine Herren Offiziere, wegtreten. Die 3 Offiziere verlassen das kleine, spärlich eingerichtete Büro. Vor dem Raum wartete bereits ein Adjutant der Schutzstaffel, um die Soldaten zu ihren Abteilungen zu führen. Die 4 Soldaten gehen durch ein teilweise schlecht ausgeleuchtetes Gangsystem, stellenweise verwaist erscheinende Bereiche. Dann erreichen sie einen gut ausgebauten Bereich. Hier, meine Herren, ist die Forschung und Entwicklung, ein Bereich mit der besten Ausstattung. Die Männer werden freudig von einem Wissenschaftler in einem strahlend weißen Kittel empfangen. Es ist schön, Sie hier zu haben. Seien Sie uns willkommen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Unterstützung, die wir gut gebrauchen können. Sie arbeiten hier gemeinsam, speziell nach Ihren Fähigkeiten. Waffentechnik, also neueste und modernste Bordwaffen für die Flugscheiben. Die Flugscheibe selbst. Dort wird zurzeit eine verbesserte Antriebsart entwickelt, die genauestens auf die Flugscheibe abgestimmt werden muss. Folgen Sie mir bitte. Die 3 werden an Wachen mit schwarzen Uniformen vorbeigeführt. Einer flüstert: Hast du die Kragenspiegel gesehen? Ja, hab ich. Eine schwarze Sonne? Höchst ungewöhnlich, wundern sich die Männer. Dann öffnet sich eine große Halle. Erstaunt blicken die Männer auf gleich mehrere, teils sehr große Flugkreisel. Flugzeuge mit Tragflächen und Turbinen. Waffenanlagen, die an einem Teststand angeschlossen scheinen. Na, erstaunt, meine Herren? Die 3 antworten verzögert. Diese Überraschung ist Ihnen gelungen. Dann warten Sie mal ab. Hier, unsere neue Kanone. Wir haben die ersten erfolgreichen Tests in der V7 bereits hinter uns. Über dem weitläufigen Urwald in extrem abgeschiedenen Regionen wurden diese Kanonen getestet. Wir waren selbst überrascht, was diese neue Waffe leisten konnte. Zu den Einzelheiten kommen wir noch. Eine Frage. Wie kann es sein, dass wir hier solche Technologien haben? Fragt ein Offizier erstaunt. Na, das ist einfach. Wir haben bereits früh angefangen und konnten hier ungestört forschen und entwickeln. Das ganz ohne lästige Spione. Wenn wir die nötige Zeit haben und ungestört schaffen können, sind wir die Besten auf unserem Gebiet. Meine Herren, wir fangen morgen an, Sie in unsere Arbeit einzuweisen. Für heute haben Sie erstmal genügend Eindrücke erhalten, die Sie erstmal verarbeiten müssen. Ich entlasse Sie auf Ihre Quartiere und freue mich darauf, morgen mit Ihnen den Dienst zu beginnen. Die Männer wurden in den Dienstschluss entlassen. Beim Gang zu ihren Quartieren kam plötzlich Unruhe auf. Hektisches Treiben der Offiziere auf den Gängen wurde durch eine Lautsprecherdurchsage beendet. Die Gruppenführer wurden alle zum Chef in den Hörsaal gerufen. Dort angekommen waren die meisten Gruppenführer, leitende Techniker und administratives Personal bereits versammelt. Leises Tuscheln über den Zweck der Zusammenkunft machte sich breit. Dann meldete ein Offizier die Vollzähligkeit dem Chef. Dieser eröffnete mit ruhigen, aber eindringlichen Worten die Versammlung. Meine Herren, jüngst erreichten mich Meldungen vom Nachrichtendienst der Antarktis, dass die US-Marine einen großen Flottenverband unter dem Kommando des uns bereits bekannten Arktisforschers und Admiral Richard Evelyn Byrd, der einst mit uns zusammen die Antarktis-Expedition 1938-39 plante, mit Ziel Antarktis in Marsch setzte. Der Nachrichtendienst hat Informationen, dass mehrere tausend Mann zuvor in arktischen Gebieten für diesen Kampf ausgebildet wurden und jetzt auf dem Weg sind, um unsere Station anzugreifen. Die Öffentlichkeit ist bereits durch eine Presseindiskretition informiert worden. Admiral Byrd erklärte, dass man Verteidigungsanlagen in der Antarktis errichten würde, und als die Journalisten nachfragten, schwieg er zu weiteren Einzelheiten. Er betonte lediglich, dass diese Operation einen militärischen Charakter habe. Der Flottenverband bewegt sich Richtung Süd. Die offiziellen Angaben sind widersprüchlich. So heißt es einerseits, dass es um eine wissenschaftliche Expedition gehe, und andererseits heißt es, dass man Uranvorkommen suche. Doch für beide genannten Punkte ist eine solche Masse an Kriegsschiffen und Soldaten nicht vonnöten. Wir gehen jetzt davon aus, dass der Flottenverband unsere Station, den Punkt 211, angreifen wird. Die Operation soll 8 Monate betragen, so der Nachrichtendienst. Alle Einheiten in der Region sind unter erhöhter Alarmbereitschaft. Die neuesten Technologien stehen bereit, um jegliche Angriffsversuche im Keim zu ersticken. Wie sich die Lage entwickeln wird, werden wir in der nächsten Zeit sehen. Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Männer schauten sich ungläubig an. Ein Techniker sagte leise: Na, dann können wir den Amis jetzt zeigen, was sie erwartet, wenn sie uns bedrohen. Ein anderer erwiderte: Es wird Ihnen dort nicht gefallen, so viel steht fest. Es geht spannend weiter.
Wird die streng geheime Basis 211 angegriffen und kann sie sich erfolgreich gegen die Alliierten verteidigen?